Ein Land, das irgendwo zwischen Afrika, nach dem Osten und Europa einzuordnen ist. Wo man als Tourist von der Polizei eskortiert und verfolgt wird. Doch vor allem ein Land mit extrem gastfreundlichen Leuten. Tunesien. Doch von vorne. Wieso überhaupt nach Tunesien? Erstens ist es deutlich wärmer als bei uns im Februar. Und zweitens ist es für ein Land außerhalb von Europa einfach ohne Flugzeuge erreichbar. Diese zwei Gründe, mit dem Fakt, dass ich noch nie in einem muslimischen Land war, hat gelangt, um mein Velo bereit zu machen für schlechte Strassen und viel Sand. Voller Vorfreude auf das, was vor mir liegt. Und andererseits macht es mir auch Sorgen. Im einen Moment freue ich mich auf das Unbekannte, im anderen fühlt es sich bedrohlich an. Speziell bei der Einfahrt in Tunis sind die Weite und Eintönigkeit und fahre mit einem mulmigen Gefühl aus dem Schiff raus. Doch sobald ich durch den Zoo bin, genieße ich es richtig zum Velofahren. Mit vielen Leuten, Autos und Töpfen. In meinem Kopf ist es wie auf der Straße. Ein grosses Wirrwarr zwischen verschiedenen Eindrücken. Von Tunis bis ins Polizeibüro. You're on a plane to Tokyo, to LA and to places I don't know. And every time you're leaving home, I hate it, but Nach dem touristischen Sidi Bou Said und der geschäftigen Medina bin ich aber schon gleich auf ein Sattel gestiegen und habe den langen Weg durch die vielen Vororte von Tunis in Angriff genommen. for your call. When you make it to the island, sound beneath your feet. When I look up in your eyes, and Durch viele Abfall neben der Straße stinkt und macht mich traurig. Doch zum Glück ist auch das vorbeigegangen und die einsame Straße ersetzt worden. Mein Freund in Tunis, Khalil, hat für mich organisiert, dass ich beim Radouan und seiner Familie übernachten kann. Er ist Bauer und produziert so wie jeder hier Olivenöl. Da konnte ich gerade mithelfen, die 500 Liter von Olivenölpress in sein Haus zu transportieren. Als Belohnung habe ich am Abend ein feines traditionelles Essen mit Musik geniessen. مدوبني الحنين يا عين يا مش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نايمانة وسرحة يا عين يا مش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نايمانة وسرحة يا عين اديكي يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين. Wirklich ein sehr nerviger Moment. Der Tag startet noch nicht mal 5 Kilometer. Dann so einen kleinen Dreckwagen müssen fahren. Alles voll Sand. Das Rad ist nicht mehr mal überdreht, wo alles so voll stecken geblieben ist. Jetzt zuerst mal etwa eine halbe Stunde das Velo versucht zu putzen, aber es klingt richtig hässlich. Ist das nervig, wirklich. Doch spätestens am Abend habe ich wieder die super gastfreundliche Seite erleben. Ich bin eingeladen worden, bei einer Familie zu essen und zu übernachten. Das Angebot habe ich nach anfänglicher Skepsis sehr gerne angenommen und bin wieder einmal genial versorgt und beschenkt worden. Der Gegenwind ist ein bisschen anstrengend. Ein bisschen. Ja, ich bin hier. Von der Polizei. Schon ewig zu lang, 30 Kilometer. Genau nach dem Sack. So, ich bin endlich wieder frei von der Polizei. Ich bin extra in die Stadt hineingefahren, nach Sidi Bou Said.
und habe eben eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. So enge Straße, rechts, links, bis ich endlich mal sicher war, dass sie nicht mehr hinter sind. Und dann bin ich in eine Garage eingebogen und habe dort gewartet, bis sie weg waren. Auf kleinen Strassen bin ich so bis zum Campingspot gefahren. Doch die Polizei hat ihren Job sehr ernst genommen. Das Kapitel Polizei ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin hier mitten in einem Berggebiet. Plötzlich kommt ein Taxi, ein scheiß Taxi auf mich zu. Sagt die Polizei, du musst hier warten. Und ich verstecke mich jetzt hier, bin weggefahren. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Ich weiß wirklich nicht, ob das gut kommt. Es sind immer mehr Autos angekommen, um mich zu suchen. Am Ende waren es 5 Taxis und 1 Polizeiauto. Und ich habe mich gestellt. So bin ich dann im Polizeitruck mit dem Velo abtransportiert worden in einen sicheren Ort. In die Jugi in Gafsa. Vielleicht zum Tag noch abschließen. Ich bin recht frustriert. Ich bin hier in Gafsa. Das scheiß Licht geht immer an. Egal. Genau, und die Polizei hat mich jetzt hier eingebracht, nach etwa 3 Stunden Fahrt. Also es ist ewig lang gegangen. Und ja, es ist... Ich weiß gar noch nicht, wie weiter, ehrlich gesagt. Es scheisst mich an. Naja, morgen ist ein neuer Tag. Und jetzt gibt es noch etwas Schlechtes, was wirklich nicht fein ist. Aber ich habe es ein bisschen zusammen gemacht aus meinen Sachen, die ich dabei habe. Hier. Richtig schlecht Tomatenmark mit Mais und Hörnli. Genau, mir geht es gerade ehrlicherweise nicht so gut. Jetzt die Nacht hier pennt, hier draußen. Wo im Zimmer innen und ich hätte pennen können. Die 2 einfach geraucht, das hat gestunken wie... Also wirklich, ich konnte nicht einschlafen. Es war so ein beissender Geruch in der Nase. Ich habe die ganze Abend geraucht und boah, nein, lieber draußen. Ja. Ich bin ein bisschen demotiviert und sehe gar nicht so den Weg weiter. Obwohl ich am nächsten Tag zwar für einen Moment allein gelassen worden bin, hat dieser letzte Tag Spuren hinterlassen. Um nicht mal mehr eine Pause zu machen, um etwas zu essen oder so. Das wäre eine wunderschöne Aussicht, aber ich muss ständig zurückschauen, wie er verfolgt. Das ist echt ein schade Change. Später hat mich die Polizei dann doch wieder gefunden und mich in die nächste Stadt eskortiert. Wo ich psychisch wirklich nicht mehr mögen, fehlen jetzt ein bisschen die Videos von meinem Highlight dieser Reise. Der Hammer in Metlawi. Ich habe Kontakt bekommen von jemandem, den ich in Tunesien kennengelernt habe und er hat mir helfen mit der Polizei. Mit ihm haben sie mich in Ruhe gelassen und er hat mir die Gorste Delia gezeigt, eine wunderschöne Schlucht mit der Eisenbahnstrecke und einem Fluss drinnen. Der Hammer hat mich zu ganz viel traditionellem Essen eingeladen, mir all seinen Freunden vorgestellt und war einfach ein super Gastgeber. Voller Positivität bin ich dann allein weiter Richtung Sahara gefahren. Durch die Wüste und über die Berge. Von dort gehe ich mit neuem Mut und beeindruckt von dieser so lebensfindlichen Umgebung immer mehr in die Wüste. Wow! I love it! Zuerst über eine Salzpfanne nach Dus und dann durch gefühlt ewig lange Strassen neben Dromedar vorbei, immer mehr in Süden. My eyes, there must be more for seeing. And I know that everybody's dreaming. They grow. Immer wieder muss ich mein Velo durch einen feinen Sand schieben, bis ich nachher zu einem ganz speziellen Ort komme. Eine heisse Quelle mitten in der Wüste. Perfekt, um den Sand vom Tag abwaschen und entspannen. Von Wüste geht es näher auf bessere und manchmal schlechtere Strassen Richtung Tatooine und dem Matmata-Gebirge. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der ganze Weg hat hier so kleine Rippen drin. Und es ist übel nervig zu fahren. Und es braucht echt Geduld auf diesem Weg. Es braucht ein bisschen Geduld.
Die eindrucksvolle alte Berberstadt Cenilni gehört sicher zu den Highlights von diesem Tag. Als ich näher aus der Wüste gekommen bin, war es Zeit, um mein Velo vom Sand zu befreien und neu zu ölen. Mit Olivenöl extra Vergine. Ich habe den südlichsten Punkt von meiner Reise erreicht. Und jetzt geht es die Berge wieder in den Norden rauf. Mit viel Gegenwind. Der Gegenwind richtig heftig. Die Züge gehen so ständig rauf. Anstrengend. Aber schön. Der Wind ist crazy! Den ganzen Tag heute so! Diesen Tag habe ich mich mal wieder ein bisschen nach Interaktionen mit Locals gesehnt. Nachdem ich es am Anfang der Reise super erlebt habe, ist es jetzt in der Wüste und in den Bergen auch ziemlich einsam geworden. Es ist Zeit für ein neues Kapitel. Ich fahre an die Küste. Die letzten Tage in Tunesien. Mit einer Nacht am Meer schließen ich das Kapitel Wüste und Berge definitiv ab. Schön hier am Köcheln. Jetzt gerade muss man mal geschnetzelt hier. Jetzt gibt es ja noch Couscous, ganz typisch tunesisch. In Sfax angekommen, genieße ich nochmal eine geschäftige Medina und ein typisches Essen bei einer Gastfamilie. Jetzt, wo der Start vom Ramadan über den nächsten Tag angekündigt worden ist. Mit dem tunesischen Zug und viel Verspätung geht es nachher wieder in die Hauptstadt. Oh, hier wären wir. Genau, ich fahre jetzt hier gerade aus dem Hafen raus. Damit geht die Reise langsam zu Ende. Genau, einen Tag später als gedacht, wegen Wetter, aber ja, flexibel muss man sein, wenn man hier in Tunesien reist. Genau, ja. Man sieht sich daheim. Doch was bleibt mir von dieser Reise? Mit dem Velo durch Tunesien ist vielleicht nicht ganz so einfach wie durch Europa. Doch es lohnt sich auf jeden Fall. Neben einer komplett fremden Kultur mit feinem Essen und einer sehr beeindruckenden Landschaft hat mich vor allem die Gastfreundschaft der Leute angesprochen. So viel bin ich irgendwo eingeladen worden und die Leute haben mir geholfen. Diesen Spirit möchte ich selber noch viel mehr leben und ein Licht sein für andere in meinem Umfeld. I fucked with